Hallo Kerstin. Hi Peter. Wieder mal treffen wir uns zu einem ganz kurzen Video-Podcast zu dem Thema Konferenzen. Diesmal die automatische Wiederwahl. Für was brauchen wir das? Ja, ich nenne das ja immer so die James Bond-Feature bei uns, bei DAX. Und zwar geht es einfach darum, dass man immer in Verbindung bleibt, besonders wenn man zum Beispiel mobil unterwegs ist. Also stell dir vor, es ist also eine Observierung, jemand ist mit dem Motorrad beispielsweise oder dem Auto in einer Konferenz eingeschaltet und hat einen Verbindungsabriss, weil gerade schlechte Funkabdeckung ist beispielsweise. Und es wäre natürlich jetzt ziemlich blöd, wenn derjenige gerade am Fahren ist. Dann kann er sich nicht einfach hinstellen bei einer Verfolgungsjagd und schauen, oh, jetzt muss ich wieder mich einwählen. Das geht natürlich nicht. Und DAX würde denjenigen immer wieder neu anwählen. Also bei jedem Verbindungsverlust würde DAX von alleine wieder denjenigen in die Konferenz holen. Das ist eigentlich das, was sich dahinter verbirgt. Und dazu gibt es auch typische Anwendungsbeispiele und das eben hatte ich das schon angedeutet, also gerade bei Motorradpolizisten während einer Verfolgungsjagd beispielsweise, die dann schlechte Funkabdeckung haben, ist das sehr gerne gesehen. Aber auch sowas wie beim Kaufhausdetektiv, der im Gebäude Personen überwacht und vielleicht in Bereichen kommt, wo kurz die Funkabdeckung weg ist und er sich mit einem entsprechenden Kollegen abstimmen muss. Es ist wichtig, dass er dann wieder angewählt wird, ohne dass er jetzt anfängt, am Handy seine Nummer zu wählen. Genau, da kann er sich ja nicht mehr auf sein Verfolgungsobjekt konzentrieren. Genau. Und sehr wichtig ist dieses Anwendungsbeispiel auch für Evakuierungen, weil da muss man sich vorstellen, dass Evakuierungshelfer gerne auch in Gebieten unterwegs sind, wo sie womöglich keine gute Funkabdeckung haben, beispielsweise in Kellerräumen oder bei Versorgungstunnels. Da gibt es natürlich keine Funkabdeckung, aber die müssen trotzdem mit den Sicherheitsbeauftragten in Verbindung bleiben, damit insgesamt die Evakuierung koordiniert wird und immer klar ist, ob alle erreicht worden sind, ob alle gefunden worden sind und ob die Evakuierung wie gewünscht voranschreitet. Auch zum Schutz derjenigen, der Helfer, wenn sie in Bereiche hineingehen, die sehr gefährlich sind, um dort mit denen Kontakt zu halten. Genau. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.